Warum trage ich manchmal derartige Kleidung? Ja, ist es nur ein Spleen oder will er auf irgendwas machen? Na, es hat schon eine tiefere Bedeutung. Manche von Ihnen kennen so etwas wie Familienstellen, dass da eben fremde Menschen in irgendeiner Form organisiert werden und dann docken sie an und erzählen etwas, holen aus dem Feld heraus Informationen und man wundert sich, woher können die fremden Menschen das wissen? Okay, wenn wir kapiert haben, wenn wir dieses Wissen haben, dass wir aus dem Bewusstseinsfeld, aus dem Feld etwas herausgreifen können, dann kommen wir auch schon in diese Richtung, warum ich manchmal diese oder jene Kleidung trage. Wir können, wenn wir so das Radio nehmen, verstehen, dass wir Frequenzen unterschiedlich einstellen und dann hören wir unterschiedliche Sender. Weil es ist alles irgendwie in diesem Äther drin. Und wir nennen so etwas unter anderem auch eben diese morphischen Felder. Warum klappt das mit diesem berühmten Affen, den 100 Affen? Da gab es die Affen, die auf einer Insel auf die Idee bekamen, eben Früchte zu waschen, die vorher sandig waren. Und plötzlich fangen die auf einer anderen Insel auch an damit, obwohl die nun keine E-Mails hatten oder miteinander sprechen konnten. Immer wieder gibt es diese Möglichkeit, dass Informationen eben durch den Äther gehen und wir sehen das nicht. Und wenn ich Seminare mache oder bestimmte Themen vertiefen will, trage ich gerne eine Kleidung, ich sag's mal so flapsig ein bisschen für mich, die so einen indischen Touch hat. Weil es mit dieser Kleidung viel leichter gelingt, eben in bestimmte Wissensfelder für mich einzudocken. Einzuklinken, anzudocken. Und es ist ein großer Unterschied, und das sagt ja auch so dieser Volksmund schon, Kleider machen Leute. Es macht andere Leute. Früher habe ich mal behauptet, ich bin immer ich. In Badehose oder Smoking. Aber es ist nicht so. Ich bewege mich anders. Wenn ich Cowboy-Stiefel hatte oder im Karneval, wir machen Kostüme oder irgendwie ist da eine andere Nuance drin. Deshalb die heiße Empfehlung, eben auch so etwas zur Unterstützung nutzen. Und wie gesagt, ich mache es eben auch gerne in Workshops oder Seminaren, wo das erforderlich ist, eben gerade mit mehr Weisheit zu wirken. Aber ich mache es nicht nur mit der Kleidung und ich empfehle auch, das Zuhause eben wirklich achtsam anzugehen, an welchen Plätzen mache ich etwas. Also ich habe unterschiedliche Arbeitsplätze. Bei dem einen, wo es mehr um Buchführung etc. geht und am anderen, wo es mehr um Kreativität geht. Da habe ich unterschiedliche Plätze. Für privat empfehle ich eben auch, eben in der Wohnung Plätze zu haben. Also hier diskutieren wir nicht heiß miteinander, hier streiten wir gar nicht. Hier ist unser Friedens- oder Liebesbereich, wo wir immer, wenn wir da sind, eben bestimmte Themen eben nicht ansprechen. Weil es dann viel leichter ist, auf einen Konsens zu kommen. Also, wo machen wir was? Es ist so wichtig, eben in diesen Feldern zu denken und sie in dem Sinne als Unterstützung zu nutzen. Alles Wissen, was es je gab oder je wird, ist ja vorhanden. Und es macht uns so viel leichter, wenn wir unsere Örtlichkeiten, unsere Plätze, unsere Kleidung selbst eben leichter eintunen können. Also einfach mal ausprobieren und es wirklich nutzen.